Eine Maschine ist nach der Definition des deutschen Ingenieurs Franz Reuleaux eine Verbindung widerstandsfähiger Körper, welche so eingerichtet ist, dass mittels ihrer mechanische Naturkräfte genötigt werden können, unter bestimmten Bewegungen zu wirken. Die Verbindung der Körper zu einer Maschine verhindert für den Zweck unnötige oder störende Bewegungen, sodass nur die zweckmäßigen möglich sind. Es war der multidisziplinäre US-Wissenschaftler Louis Mumford, der diese Definition auf soziale Gemeinschaften übertrug. Die verbundenen Körper dieser Maschine sind die Menschen. Die Gesellschaft als soziale Megamaschine. Als frühes Beispiel nennt Mumford das alte Ägypten. Der Zweck dieser Maschine bestand darin, den Pharaonen durch große Bauten das ewige Leben zu ermöglichen. Unter diesem Zweck wurden Bauern, Handwerker, Verwalter und Soldaten miteinander verbunden und die Hohepriester sorgten für die ideologische Unterfütterung. Doch das war nur das Vorspiel. Denn die gesamte moderne Welt ist für Mumford eine soziale Megamaschine, die uns mit Anreizen und Restriktionen, Geboten und Verboten, Ideologie und Moral dazu bringt, unnötige oder störende Handlungen zu unterlassen und nur die Aktivitäten zu verfolgen, die dem höheren Zweck dienlich sind. Schon früh strebten die Eliten danach, die Steuerung dieser Maschine zu perfektionieren, denn sie verursacht hohe Kosten und erfordert jede Menge Propaganda und Personal. Der Steuerung waren damit ganz praktische Grenzen gesetzt. Doch die Digitalisierung verändert alles. The Stasi actually had to use people to surveil you, to spy on you. That was expensive. It was time consuming. They had to pick targets. That's the mass in mass surveillance. The fact that it is so cheap, so convenient to spy on so many people. Unser gesamtes Leben hängt heute von digitalen Daten ab. Daten sind der buchstäbliche Schlüssel zur Befriedigung unserer Grundbedürfnisse. Bewegungsfreiheit, Daseinsvorsorge, Privatbesitz, Kommunikation, freie Meinungsäußerung. Wer die Kontrolle über diese Daten erlangt, der kontrolliert auch uns und kann jedes störende Rädchen der sozialen Megamaschine mit einem Klick ausschalten. China geht hier mit großen Schritten voran, wie unsere Leitmedien häufig und gerne berichten. Doch wenn es um Europa geht, sind die gleichen Journalisten erstaunlich still. Höchste Zeit also für einen Überblick. Wo stehen wir in Europa? Im Juni 2021 beschloss die EU-Kommission, ein einheitliches digitales Identitätssystem einzuführen, die European Digital Identity Wallet. Ursula von der Leyen pries das Projekt als Befreiungsschlag gegen die Abhängigkeit von den Digitalkonzernen. Jedes Mal, wenn eine Website uns auffordert, eine neue digitale Identität zu erstellen oder uns bequem über eine große Plattform anzumelden, haben wir in Wirklichkeit keine Ahnung, was eigentlich mit unseren Daten passiert. Und aus diesem Grund wird die Kommission demnächst eine sichere europäische digitale Identität vorschlagen. Eine, der wir vertrauen und die Bürgerinnen und Bürger überall in Europa nutzen können, um alles zu tun, vom Steuerzahlen bis zum Fahrradmieten. Mit der Digital Identity Wallet sollen sich die EU-Bürger also wirklich überall ausweisen. In Behörden und öffentlichen Einrichtungen, beim Abschluss eines Bankdarlehens genauso wie in der Apotheke oder beim Online-Shopping. Und das macht die Wallet extrem gefährlich, wie Datenschützer kritisieren. Bei der geplanten Umsetzung hinterließe jeder Einsatz unzählige Metadaten beim Herausgeber der Identität, also dem Staat oder privaten Dienstleistern. Trotzdem hält es die EU-Kommission nicht für nötig vorzugeben, wie viele dieser Daten wie lange oder wo gespeichert werden dürfen. Der einzige konkret formulierte Schutz ist folgender. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten ausgetauscht und wie sie verwendet werden. Diese vorgebliche Selbstbestimmung ist nur Augenwischerei. Eine Scheinfreiwilligkeit nach dem Cookie-Banner-Prinzip. Denn gegenüber Großkonzernen oder Grenzbeamten befindet sich der Einzelne in einer ziemlich schlechten Verhandlungsposition. Wer seine Daten nicht preisgeben will, kann bestimmte Dinge dann eben gar nicht mehr tun. Zudem reißt der umfassende Einsatz einer staatlich beglaubigten Identität riesige Löcher in die Privatsphäre. Niemand muss sich im Supermarkt ausweisen, um einzukaufen. Die EU-Wallet aber ist ausdrücklich fürs Online-Shopping gemacht und garantiert so den Digitalkonzernen ein lückenloses Profiling jedes einzelnen Kunden.
Noch schlimmer wären die Auswirkungen auf den Kommunikationsplattformen. Hier käme die EU-Wallet einer Klarnamenpflicht gleich, die bisher aus gutem Grund abgelehnt wurde. Aller Kritik zum Trotz haben sich alle EU-Mitglieder verpflichtet, die Vorgabe bis September 2023 umzusetzen. Und viele haben ohnehin bereits nationale Systeme im Einsatz. Schweden, eID mit 10,5 Millionen Nutzern. Finnland, FinEID mit 5,5 Millionen Nutzern. Estland, 1,3 Millionen Nutzer. Litauen, 3 Millionen Nutzer. Dänemark, NemID mit 5,8 Millionen Nutzern. Niederlande, DigiD mit 17 Millionen Nutzern. Italien, SPID mit 30 Millionen Nutzern. Norwegen, MinID mit 5,5 Millionen Nutzern. Frankreich wartete bis nach der Präsidentschaftswahl damit, seine digitale ID namens SGIN auszurollen. Deutschland hat im Jahr 2021 das Registermodernisierungsgesetz verabschiedet. Damit wird aus der Steueridentifikationsnummer eine zentrale Bürger-ID für fast alle deutschen Behörden. In Österreich löst die ID Austria ab Herbst 2022 den Vorläufer Handysignatur ab, der bereits 3 Millionen Nutzer hat. Wenn nun alle diese nationalen Daten in einer zentralen EU-Wallet zusammenfließen, entsteht ein gefährliches Machtinstrument. Ein Machtinstrument, das von globalen Konzernen und deren Stiftungen schon lange gefordert wird. Zum Beispiel mit der Initiative ID 2020. Nach ihren Plänen sollte jeder Erdenbürger bis zum Jahr 2030 eine weltweit eindeutige Nummer erhalten, unter der alle Transaktionen und Aktivitäten erfasst werden. Natürlich nur zu seinem Besten. Man gewinnt den Eindruck, dass Regierungen und Konzerne ganz einträchtig und Hand in Hand an der sozialen Megamaschine zusammenarbeiten. Ich werde immer noch von Journalisten gefragt, so wer ist denn jetzt eigentlich schlimmer, Google oder der Staat? Der Punkt ist, der Unterschied zwischen den beiden ist nicht mehr so groß. Diese Megacorps, die da entstehen, sind mittlerweile so groß geworden und so mächtig geworden, dass sie für die Staaten gleichwertige Ansprechpartner sind. Das heißt, wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir da auf der anderen Seite es nicht nur mit Staaten oder nur mit Konzernen zu tun haben, sondern mit einem Zusammenfluss von Interessen, der stärker und stärker wird. Insbesondere je mehr die Staaten bei diesen Konzernen einkaufen. Ende Juni 2021 führte die EU das Covid-Impfzertifikat ein. Seitdem ist das Grundrecht der Reisefreiheit eingeschränkt, auch wenn die EU-Kommission das Gegenteil behauptet. Zwar kann man ohne Zertifikat reisen, doch spätestens im kommenden Herbst 2022 werden wohl viele Länder wieder Tests verlangen oder sogar Quarantänen verhängen, wenn Reisende kein gültiges Zertifikat vorweisen können. Was den Datenschutz angeht, so beteuert die EU-Kommission, dass kein Rückschluss auf einzelne Personen möglich sei. Denn der Inhalt des Covid-Zertifikats, also Name, Geburtsdatum, Impfdatum, Impfstoff und mehr, werde nicht zentral gespeichert. Nur die Echtheit wird durch ein zentrales System zertifiziert. Man kann nur hoffen, dass die EU sich an die Versprechen hält, im Gegensatz zu einigen europäischen Ländern, die deutlich bedenklichere Systeme installierten. Im November 2021 wurde der Mitschnitt eines Zoom-Meetings aus der Schweiz veröffentlicht. Vertreter des Gesundheits- und des Informatikamtes bestätigten, dass die eindeutigen IDs der Zertifikate durchaus gespeichert würden, und zwar an mindestens 2 Stellen. Einmal beim Zertifizierer und einmal bei den Ausgabestellen, also in Impfzentren, bei Ärzten oder Apothekern. Das Problem ist, dass bei den Ausgabestellen potenziell alle weiteren Daten zur Person vorliegen. Die Daten lassen sich also wieder zusammenführen. Ein weiterer Verdachtsfall: Zypern. Das dortige Forschungs- und Digitalministerium erklärte im Januar 2022, dass das Covid-Zertifikat zukünftig bei Bürgern mit positivem Corona-Test für den Quarantänezeitraum vorübergehend stillgelegt werde. Besonders perfide ging die polnische Regierung vor. Sie machte im April 2020 die staatliche Corona-App zur Pflicht. Nach einem positiven Corona-Test mussten polnische Bürger mit der App in regelmäßigen Abständen Fotos machen. Per Gesichtserkennung und Geotracking wurde dann überprüft, ob sich die Infizierten an die Quarantäneregeln hielten und zu Hause blieben. Obwohl Corona in den meisten Ländern aktuell kaum noch eine Rolle spielt, hat das EU-Parlament im Juni 2022 zugestimmt, das Zertifikat um ein weiteres Jahr zu verlängern, bis zum 30. Juni 2023. Der Auftrag für die technische Umsetzung ging an die Telekom, die zuvor schon die deutsche Corona-App programmiert hatte und inzwischen für die WHO an einer globalen Version des Zertifikats arbeitet. Es passiert also genau das, wovor Digitalaktivisten immer wieder warnen.
Sind Überwachungsinstrumente erst einmal eingeführt, dann haben sie die unangenehme Eigenschaft, zu bleiben. Wohin dieser Weg führt, machte die chinesische Regierung im Juni 2022 eindrucksvoll klar. In der Region Zhengzhou wurden einigen Bankkunden die Konten gesperrt und es kam zu Unruhen. Als sich immer mehr Menschen auf den Weg machten, um an den Demonstrationen teilzunehmen, schaltete die Regionalverwaltung die Corona-App der Protestler einfach auf Rot. Ab da konnten sie kein Verkehrsmittel mehr benutzen und kamen auch sonst nirgendwo mehr rein. Die fehlerhaften Rädchen der Megamaschine wurden ganz effizient mit einem Mausklick stillgelegt. Jeder Mensch besitzt einzigartige äußere Merkmale. Die Iris, das Gesicht, die Stimme, Fingerabdrücke, Gang, Geruch. Mit Hilfe von Kameras, Biosensoren und der heute verfügbaren Rechenleistung kann man anhand dieser Merkmale eine Person auch in der realen Welt verfolgen. In Echtzeit, ganz ohne Smartphone, Kreditkarte oder Personalausweis. Diese biometrisch-digitale Massenüberwachung im öffentlichen Raum wird in Europa seit Jahren massiv ausgebaut, wie die European Digital Rights Initiative EDRI in ihrem jüngsten Bericht feststellt. In mindestens 18 deutschen Städten dokumentierte sie den Einsatz biometrischer Identifikationssysteme. Das wohl bekannteste war das umstrittene Modellprojekt am Berliner Südkreuz. In den Niederlanden berichtet die EDRI von Projekten in 5 Städten. Zusätzlich werden die Aufnahmen von Bodycams der Polizei und internetfähige Haustürkameras zur Überwachung eingespeist. Doch Deutschland und die Niederlande sind keineswegs allein. Auch in Spanien, Frankreich und insbesondere in England finden sich Massenüberwachungsprojekte im öffentlichen Raum. Laut Statista setzen inzwischen 32 europäische Länder regelmäßig biometrische Erkennungssoftware ein. Was diese biometrische Software vor allem braucht, sind Berge von Daten. Um diesen Datenhunger zu stillen, beschloss die EU bereits 2019, nationale und europäische Datenbanken zu verschmelzen. Das Ziel ist eine Supersuchplattform, die auf die Biometriedaten des Schengener Informationssystems SIS, des Asylbewerbersystems Eurodac und des Visa Information System VIS zugreifen kann. Bis jetzt sind bereits 930 Millionen Euro in das Projekt geflossen und noch im Jahr 2022 soll mit dem Bau der ersten Anlagen an den EU-Außengrenzen begonnen werden. Und die Kommission treibt ihre Politik konsequent weiter voran. Im Mai 2022 wurde ein internes Planungspapier öffentlich, in dem die Kommission die Mitgliedsländer auffordert, alle national verfügbaren Biometriedaten in das SIS einzuspeisen, bei Polizeikontrollen verstärkt Fingerabdrücke zu scannen oder Gesichtserkennung einzusetzen und die nationalen Gesetze dahingehend zu prüfen, ob sie den Einsatz biometrischer Erkennungssysteme behindern. Im Juli 2022 stiegen auch noch die USA ins Datengeschacher mit ein. Das US Department of Homeland Security machte den Europäern ein verlockendes Angebot. Sie würden im Rahmen eines Abkommens Zugriff auf die zweitgrößte biometrische Datenbank der Welt erhalten. Im Gegenzug bekäme die Homeland Security die Daten der Europäer, vorbei an den Datenschutzbestimmungen der EU. Doch die US-Regierung schien selbst nicht recht daran zu glauben, dass Zuckerbrot allein genügen würde. Denn parallel berichtete der Journalist Matthias Monroy von Drohungen gegenüber Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Sollten sie den Datenaustauschabkommen nicht zustimmen, müsse die Visafreiheit bei Reisen in die USA überdacht werden. Zum ersten Mal in der Geschichte der EU wurden Anfang März 2022 mit der Verordnung 2022/350 2 Medienhäuser vollständig zensiert. Durchgesetzt wurde das Verbot von RT und Sputnik über den Entzug der Sendelizenzen und, viel wichtiger, die EU-weite Sperrung der Senderdomains, sodass die Webseiten aus der EU nicht mehr erreichbar sind. Doch das ist nur der vorläufige Höhepunkt einer langjährigen Entwicklung. Bereits 2018 initiierte die EU den Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation, in dem sich die digitalen Großkonzerne zu umfangreichen Löschungen und zur Manipulation ihrer Suchergebnisse verpflichteten. Im Juni 2022 wurde aus dieser freiwilligen Selbstverpflichtung schließlich ein Gesetz mit noch weitreichenderen Konsequenzen, der Digital Services Act. In Zukunft sollen sich die Digitalkonzerne zusätzlich konzentrieren auf die gesellschaftlichen Risiken, die durch die Verbreitung von Desinformation oder anderen Inhalten entstehen können, und auf die Informationen, die zwar nicht illegal sind, aber zu den Systemrisiken beitragen. Das bedeutet im Klartext, ob eine Information richtig ist oder nicht, spielt keine Rolle. Sobald sie ein gesellschaftliches Risiko darstellen könnte,
muss sie unterdrückt werden. Während so die veröffentlichte Meinung unter Kontrolle gebracht wird, findet parallel ein Angriff auf die private Kommunikation statt. Am 6. Juli 2022 verabschiedete das EU-Parlament die E-Privacy-Verordnung. Sie zwingt die Anbieter von E-Mail-Diensten, sozialen Netzwerken, Messengern, Videokonferenztools und Betriebssystemen, ihre Plattformen auf verdächtige Inhalte zu prüfen. Automatisiert, dauerhaft und anlasslos. Selbst verschlüsselte Messenger wie Signal oder Telegram sind betroffen. Vorgeblich geht es dabei um die Bekämpfung von Kinderpornografie. Die Koordination soll ein neu zu schaffendes EU-Zentrum übernehmen. Dieses legt auch fest, welche Inhalte auf der schwarzen Liste landen. Wie dieses neue Zentrum selbst demokratisch legitimiert und kontrolliert werden soll, ist unklar. Ganz im Geiste dieser EU-Vorgaben geraten auch kritische Stimmen in Deutschland zunehmend unter Druck. Der Verfassungsschutz hat seit April 2021 ein neues Arbeitsfeld, das sich mit der Delegitimierung des Staates befasst. Es geht um Personen, die in sicherheitsgefährdender Art und Weise den Staat verächtlich machen. Diese kuriose Definition ist so unscharf, dass letztlich jede regierungskritische Meinungsäußerung davon betroffen sein kann. Erhellend ist in diesem Zusammenhang ein Blick in die Vergangenheit, ins Strafgesetzbuch der DDR. Artikel 220 regelte die Staatsverleumdung. Wer in der Öffentlichkeit die staatliche Ordnung oder staatliche Organe, Einrichtungen oder gesellschaftliche Organisationen oder deren Tätigkeit oder Maßnahmen herabwürdigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft. Noch hat die Delegitimierung des Staates in der Bundesrepublik keinen Gesetzesrang. Dennoch kann die Beobachtung durch den Verfassungsschutz ganz reale Ermittlungen nach sich ziehen, zum Beispiel wegen Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat oder der Belohnung und Billigung von Straftaten. Genau das widerfuhr kürzlich der Deutsch-Russin Alina Lipp. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg teilte ihr mit, dass wegen ihrer Ukraine-Berichterstattung ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet wurde. Gleichzeitig wurden Gelder von ihrem Konto beschlagnahmt. Sollte sie wieder nach Deutschland einreisen, muss sie mit einer Verhaftung rechnen. Und sie ist kein Einzelfall. Im Sommer 2022 häuften sich gleich mehrere Ereignisse rund um regierungskritische Personen. Dem Journalisten Boris Reitschuster wurden ohne Angabe von Gründen die PayPal-Konten gesperrt. Beim Arzt und Podcaster Paul Brandenburg fand eine Hausdurchsuchung statt. Der Stuttgarter Querdenken-Organisator Michael Ballweg wurde wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung verhaftet. Und Ende Juli wurden die YouTube-Kanäle der Dokumentarfilmproduktion Oval Media ohne Vorwarnung gelöscht, die mit kritischen Interviews zu Corona, Politik und Gesellschaft ein beachtliches Publikum erreicht hatten. Währenddessen ebnen deutsche Spitzenpolitiker wie Nancy Faeser unverdrossen den Weg zu weiteren Einschränkungen, indem sie behaupten, dass die zu erwartenden Demonstrationen im Herbst gegen die Sanktions-, Wirtschafts- und Corona-Politik der Regierung von Extremisten unterwandert sein werden. Das passende Programm zur Bekämpfung dieser Extremisten hatte Faeser bereits im März 2022 vorgestellt. Wir werden die Strafverfolgung im Bereich Hasskriminalität weiter verstärken, insbesondere durch das Bundeskriminalamt, das sehr eng mit den Strafverfolgungsbehörden der Länder, aber auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeitet. Wir werden Verschwörungsideologien entkräften und Radikalisierung vorbeugen. Dafür werden wir auf Bundesebene ein zentrales Beratungsangebot für Menschen schaffen, die in ihrem persönlichen Umfeld eine Radikalisierung aufgrund eines wachsenden Verschwörungsglaubens beobachten. Auch das Aussteigerprogramm des Bundesamts für Verfassungsschutzes werden wir ausweiten. Wie alle großen Zentralbanken treibt auch die EZB die Einführung einer digitalen Währung voran. Im Gleichschritt kündigte die EU-Kommission daher Anfang 2022 einen Gesetzesentwurf an, der ab 2023 die rechtliche Grundlage für den digitalen Euro bilden wird. Auch wenn Central Bank Digital Currencies, kurz CBDCs, gern als verbesserte Version bisheriger Kryptowährungen dargestellt werden, so sind sie doch das genaue Gegenteil. CBDCs sind nicht dezentral organisiert, sondern zentral gesteuert. Zahlungen sind nicht halbwegs anonym, sondern bis hin zu Kleinstbeträgen nachverfolgbar. Zahlungen können automatisch mit Bedingungen und Strafgebühren verknüpft oder gleich ganz gesperrt werden.
CBDCs können nach Belieben auf- oder abgewertet werden. Allein damit wäre schon eine nahezu vollständige Kontrolle der wirtschaftlichen Tätigkeiten jedes einzelnen Bürgers möglich, ganz ohne Identity Wallet und Covid-Pass. And there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Dem norwegischen Staat scheint das aber immer noch nicht schnell genug zu gehen. Das Statistikamt SBS will den größten Betreiber von Bezahlterminals sowie die 4 größten Einzelhandelsketten des Landes dazu verpflichten, sämtliche Transaktionsdaten an die Behörde zu übermitteln. Man wolle die Ernährungsgewohnheiten der Norweger ermitteln, um sich ein besseres Bild über den Gesundheitszustand verschiedener Bevölkerungsgruppen machen zu können. Sozialkreditsysteme sind das wohl perfideste Instrument der Kontrolle. Aus der digitalen Identität wird ein Werkzeug gegenseitiger Bespitzelung. Aus Freiwilligkeit wird Zwang. Aus der angedrohten Strafe die sofortige Vollstreckung. Bedenklicherweise experimentieren bereits mehrere EU-Regionen in Pilotprojekten mit diesem Instrument der sozialen Steuerung. In Bologna geht es ab September 2022 mit der Smart Citizen Wallet los, einer App, die Wohlverhalten mit Vergünstigungen belohnt. In Rom soll ab Herbst 2022 ein ganz ähnliches Konzept unter gleichem Namen anlaufen. In Wien wird bereits seit 2020 ein Kulturtoken erprobt. Belohnt werden Bürger, die zu Fuß gehen, Radfahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Perfiderweise trackt die App dazu permanent die Bewegungsmuster und Positionen der Teilnehmer, um daraus die Fortbewegungsart zu ermitteln. In Bayern wurde 2021 das Öko-Token im Maßnahmenpaket zum Klimaschutz verankert. Als Belohnung winken auch hier Vergünstigungen im Kultur- und Freizeitbereich. In England betreibt die Regierung seit Januar 2022 eine Ernährungs- und Schrittzähler-App, die Wohlverhalten mit Gutscheinen für Fitnessstudios und Wellnesskurse belohnt. In Eindhoven, Utrecht und Enschede existieren seit 2018 sogenannte Living Labs. Per Social-Media-Screening mit smarten Ampeln, biometrischen Kameras und Smartphone-Tracking werden umfassende Profile der Einwohner erstellt. Vorgeblich, um Ressourcen zu sparen, den öffentlichen Nahverkehr zu fördern, die Kriminalität zu senken und säumige Steuerzahler zu belangen. Am weitesten fortgeschritten ist vielleicht die Ukraine. Mit der App Dija kombiniert der Staat die digitale Identität mit dem Zugang zum Sozial- und Gesundheitssystem, den Behörden, Bezahlsystemen und dem Impfstatus. So erhielten Ukrainer, die sich impfen ließen, eine Gutschrift von umgerechnet 30 € über die Dija-App. Doch es wird noch besser. Patriotische Bürger können in der App die realen Stellungen russischer Truppen melden oder in Minispielen wie E-Bayraktar russische Panzer abschießen. Wo also stehen wir in Europa? Die Infrastruktur der totalen Kontrolle ist fast fertig. Zentralisierte IDs, Zugangskontrolle, biometrische Massenüberwachung, umfassende Kommunikationsüberwachung, digitales Zentralbankgeld. Und man kann davon ausgehen, dass all diese Systeme einen unkomplizierten Datenaustausch ermöglichen. Denn Interoperabilität ist das erklärte Ziel aller digitalen EU-Projekte. Um der sozialen Megamaschine in Europa eine nie dagewesene Allmacht zu verleihen, fehlen vielleicht nur noch einige wenige Weichenstellungen unter dem Radar der Öffentlichkeit. Wie das geht, erklärte Jean-Claude Juncker dem Spiegel schon vor über 20 Jahren. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Doch wir können uns wehren, indem wir immer wieder darauf hinweisen, dass die Digitalisierung nicht nur bequem ist, sondern auch Gefahren mit sich bringt. Indem wir unsere Abgeordneten dazu auffordern, diese Arten der sozialen Steuerung abzulehnen. Indem wir gegen die Abschaffung unserer Grundfreiheiten demonstrieren. Und vielleicht stellen wir sogar die Megamaschine selbst in Frage. Denn wie auch Mumford betont, ist sie nicht alternativlos. Sie ist keine höhere Gewalt und auch keine physikalische Naturkonstante, sondern nur ein mögliches Weltbild.
Man kann menschliche Gemeinschaften auch ganz anders sehen. Als komplexe Lebewesen, deren Teile sich selbst organisieren, obwohl sie aufeinander angewiesen sind. Ganz ohne zentralisierte Kontrolle treten die Teile in Austausch, regulieren sich gegenseitig und wirken perfekt zusammen. Das Bild von der zentral gesteuerten Maschine nützt vor allem jenen, die ihre Macht erhalten und weiter ausbauen wollen. Diese Macht aber steht und fällt damit, dass eine schweigende Mehrheit das Weltbild dahinter akzeptiert. Fangen wir also an, das Schweigen zu brechen. Fangen wir an, darüber zu reden, in was für einer Welt wir leben wollen.